Keine Sorge, du hast das richtige Video angeklickt, aber bevor wir zum heutigen Thema kommen, haben wir großartige Neuigkeiten für dich. Euer Wunsch wurde immer lauter, bitte, bitte macht doch auch Videos in eurer Art, also kurz und knackig, zum Thema TradingView. Und ich freue mich riesig, euch mitteilen zu können, es ist soweit. Freitag, den 2. Mai, also übermorgen, geht es los und dann jeden Freitag eine neue Folge. Und ich bin sicher, auch für die alten Hasen unter euch, in jeder Folge gibt es etwas Neues für euch zu entdecken. Riesig ist, dass Andreas dieses Thema übernehmen wird, da er sich noch viel, viel besser mit TradingView auskennt als ich. Andreas kennt ihr schon von dem Video Marktscanner, also TWS Marktscanner. Das Video verlinke ich euch hier noch einmal gerne. Also schaut Freitag vorbei. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Thema. Heute ist wieder der David bei mir von dem genialen Tool von Easy mit einem ganz interessanten Fall, der euch sehr, sehr weiterhelfen wird, wenn es so anstrengend ist, gerade an der Börse, wie es gerade zurzeit. Falls ihr die vorherigen großartigen Videos von Easy noch nicht gesehen haben solltet, also zum Beispiel die Einführung oder auch wie ihr schnell einen Cash-Secured Put findet oder Börsenampel, ich werde euch hier einmal die Playlist dazu verlinken. Und bevor ich das Wort an David übergebe, nehmt euch einen Moment Zeit, klickt Daumen hoch, abonniert den Kanal und ein netter Kommentar wäre auch toll. Und jetzt viel Spaß mit David. Ja, vielen Dank für die Einführung. Bevor wir ins Tool reingehen, vielleicht so eine kleine Info oder worum geht's eigentlich? Wir wissen alle, wie die Märkte aktuell sind. Und ich glaube, dass die eine oder der eine Optionshändler aktuell doch vielleicht eine Position hat, die vielleicht durch den Strike gerutscht ist oder zumindest aktuell dort steht. Und man stellt sich die Frage, was mache ich jetzt? Die Restlaufzeit wird immer kürzer. Was soll ich tun? Das heißt, Stichwort Rollen. Das können wir natürlich manuell machen und uns durchkämpfen durch verschiedene Laufzeiten, Strikes und wiederum Renditen berechnen. Oder wir gehen in unser schönes Tool, hier im Bereich Tools und hier in unseren Rollassistenten. Also, wir fragen ihn jetzt mal. Ich habe jetzt einen Fall mitgebracht, tatsächlich einfach aus meinem Bestand sozusagen, und zwar einen Short Put auf Nike, den ich gemacht habe. Das heißt, ihr gebt hier einfach den Ticker ein. Und dann öffnet sich ganz normal, wie man das kennt, quasi die Optionskette. Und jetzt fragt mich das Tool erstmal, welche Option, die jetzt gerade unter Wasser steht, welche möchte ich denn überhaupt rollen? Und meine, die lief bis zum oder läuft noch bis zum 2. Mai, hat also noch 15 Tage. Und ich hatte einen 58er Put verkauft. So. Und jetzt sehen wir auch schon 58, die Aktie notiert natürlich deutlich drunter, das ist klar. Und da will ich nicht warten bis zum Ende der Laufzeit oder mir die vielleicht sogar noch einbuchen lassen. Wer weiß, was noch passiert die nächsten Tage. Ich möchte sie rollen, weil ich denke, die Aktie ist jetzt so weit unten, die wird sich auch schon erholen. Und jetzt möchte ich den Assistenten fragen, was ich tun soll. So, und ihr seht schon, wir haben den Ticker ausgewählt, die Option ausgesucht und jetzt fragt mich hier das Tool, wohin ich denn rollen möchte. Es gibt natürlich drei Varianten. Entweder ich strecke das Ganze einfach nur über die Zeit. Ja, das heißt, ich gebe sozusagen dem Short Put noch ein bisschen mehr Zeit, indem ich in eine Option rolle, die ein bisschen länger läuft. Oder ich gebe ihr mehr Zeit und gehe auch mit dem Strike, also mit dem Basispreis nach unten. Und das will ich jetzt einfach mal machen und sagen, okay, ich möchte später und runter. Und dann ist natürlich die große Frage, ja, also wie weit nach hinten möchte ich denn gehen? Und hier nehme ich jetzt mal ganz klassisch 45 Tage oder 50 Tage, spielt ja jetzt keine Rolle. Und dementsprechend weiß jetzt der Algorithmus im Hintergrund, wonach er suchen soll, welche Laufzeiten er sozusagen inkludieren soll in den Vorschlag, den er uns generiert und welche nicht. Und was uns ja hauptsächlich interessiert, ist ja aus diesen ganzen Möglichkeiten, die wir haben, also aus verschiedenen Strikes und verschiedenen Laufzeiten, natürlich die Option rauszuwählen, die uns noch irgendwie die günstigste Rendite auch noch bringt. So, und wir sehen auch hier schon den Chart. Das hier, das ist sozusagen mein aktueller Put, der läuft hier aus, aber den wollen wir rollen. Das ist der blaue hier. Und hier zeigt uns sozusagen das Tool, welche Optionen wir hätten. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Optionen. Welche Optionen wir haben, die Option zu rollen. Ähm,
Das sehen wir auch hier nochmal im Chart, aber ich gehe mal hier einfach nochmal tiefer und schaue mir das in der Tabelle an. Dann wird das, glaube ich, klarer, wenn man einfach die Zahlen dazu sieht. Ja. Also das ist sozusagen der Put, den ich habe. Der läuft noch 15 Tage. Und hier zeigt mir die Software, okay, ich könnte um 14 Tage verlängern und zwar in den 57,50er. Ja. Also das heißt, ich gehe 14 Tage nach hinten, habe dann eine Gesamtlaufzeit sozusagen von 29 Tagen. Und hier das Schöne, dass ich sehe, ja, was bringt mir das jetzt? Also, und hier sehen wir, okay, ich muss erstmal $445 ausgeben für die laufende Short-Put-Position, die ich zurückkaufe. Ne? Also ich covere den Put und bekomme die Prämie für den neuen, bekomme ich 455. Es ist ja fast nur ein Geldwechselgeschäft. Also man sieht, die Rendite 2%. Da schreie ich jetzt nicht Hurra. Jetzt gucken wir nochmal eine andere, $57, 36 Tage, kommt auch nichts bei rum. Also ich kaufe zurück und also ich verlängere sozusagen wirklich nur die Laufzeit, aber wirklich eine Rendite kann ich damit nicht generieren. So ist der Optionsmarkt momentan. Und auch hier, wenn ich noch länger gehe, passiert auch nicht wirklich viel. Das heißt, die schlechte Nachricht ist, aktuell sind die Prämien so, dass ich mit dem Runterrollen quasi erstmal nicht wirklich eine Zusatzrendite erwirtschaften kann, sondern quasi nur die Zeit verlängern. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, was passiert denn, wenn ich auf dem gleichen Strike bleibe? Ne? Also ich nehme weiterhin den 58er und nehme jetzt einfach nur ich strecke sozusagen nur die Zeit und gucken uns das hier an. Und da bin ich schon wieder ein bisschen beruhigt, weil wenn ich zum Beispiel hier den 58er nehme, 21 Tage draufpacke, dann hätte ich eine Laufzeit von 36 Tagen, also völlig Standard. Ich bezahle 4,45 US-Dollar für den Rückkauf, bekomme aber 510. Das heißt, ich bekomme 65 Netto-Credit sozusagen für die zusätzliche Laufzeit und das annualisiert, das rechnet uns dann das Tool aus, wären dann immerhin 11%. Das heißt, in diesem Fall jetzt würde ich tatsächlich hergehen und würde das jetzt hier machen oder eventuell vielleicht nochmal ein paar Tage draufpacken, hier nochmal 7 Tage draufpacken. Dann hätte ich sozusagen ein Plus von $80 und gleichzeitig, wie gesagt, hier deutlich mehr Zeit, dass die Aktie halt eben einen Schlenker nach oben macht und dass ich dann eben aus dieser Position doch nochmal rauskomme. Also so könnt ihr das nutzen, ist wirklich sehr, sehr einfach und ja, ich finde auch sehr übersichtlich und macht auch Spaß, weil man sich hier nicht irgendwie durchwühlen muss durch die ganze Optionskette. Ja, wunderbar. Das klingt gut. Was weißt du schon, was wir dann das nächste Mal, Ende nächsten Monats dann von euch Neues hören werden? Hast du da schon eine Idee? Ja, da sind wir im Gespräch noch mit unseren Entwicklern. Die hatten natürlich einen wohlverdienten Urlaub, aber die Oh, sind schon dran. Also ich kann konkret jetzt noch nichts verraten, aber wir werden sicherlich was Spannendes finden. Kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. das ist klasse. Wir freuen uns auf jeden Fall. Also ich freue mich definitiv schon drauf, weil es ist immer toll zu sehen, was ihr alles so Tolles auf die Beine stellt. Dann sage ich dir vielen Dank, frohe Ostern, euch allen natürlich auch und passt auf euch und euer Geld auf. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Ciao. Danke, tschüss.